Endlich ist es wieder soweit. Oktober, der besteste Monat im Jahr. Jeder weiß, dass Orks die absolut besten sind. Aber ich will diesen Oktober direkt mit einer großen Frage starten. Warum ist das eigentlich so? Und warum sind Orks für mich persönlich die besten? Orks begegnen uns überall. In Filmen, in Videospielen und natürlich auch bei Warhammer. Aber was macht sie wirklich aus? Warum sind sie im Hobby so besonders? Und warum waren sie für mich ein echter Befreiungsschlag? Genau das schauen wir uns in diesem ersten Oktober-Video an. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Orks. Man begegnet ihnen überall. In Literatur, Filmen, Rollenspielen, Videospielen und natürlich im Tabletop. Aber je nach Welt sehen sie ganz unterschiedlich aus. In Tolkiens Herr der Ringe sind die Orks die dunklen und bösen Diener Saurons. Entstellte, verdorbene Kreaturen, die ursprünglich aus Elben entstanden sein sollen, die von Morgoth verdorben und entstellt wurden. Später wird in Tolkiens Schriften auch über Züchtungen oder Mischungen mit Menschen spekuliert. Ganz eindeutig hat er es selbst nie festgelegt. In den Filmen werden vor allem die Uruk-hai gezeigt, eine stärkere und gefährlichere Form der Orks, die Saruman in Isengard erschafft. Dort sieht man auch, wie sie in Schleim und Matsch aus der Erde geboren werden. Eine sehr bildgewaltige Interpretation, die so in den Büchern nie beschrieben wird. Aber egal ob Orks oder Uruk-hai, sie marschieren in Massen auf, sind dreckig, brutal und erschreckend. Sie wirken oft roh und dumpf, können kaum mehr als Grunzlaute und primitive Befehle von sich geben. Eher wie dumme Monster, die zur namenlosen Masse verschmelzen, als wie ein Volk mit eigener Kultur. Humor oder Individualität sucht man hier vergeblich. Orks sind bei Tolkien das Symbol für die absolute Verderbnis. In Rollenspielen wie Das Schwarze Auge sind Orks schon greifbarer. In Aventurien sind sie keine namenlosen Massen, sondern eine eigene Kultur. Sie stammen aus dem Orkland, haben Stämme, Schamanen und sogar eigene Gottheiten. Sie sind grausame Gegner, ja, aber eben nicht nur als stupide Monster, sondern ein Volk mit Hintergrund und Tiefe, das sie deutlich realer wirken lässt. Und nicht nur in DSA. Auch in Dungeons & Dragons zählen Orks seit der ersten Edition zu den klassischen Gegenspielern. Zunächst erschienen sie vor allem als starke, wilde und brutale Krieger, die den Abenteurern im Kampf gegenüberstanden. Später konnten Spieler dann auch Halborks und andere orkische Völker selbst spielen. Viele D&D-Welten geben den Orks zudem eine eigene Kultur, Religion und Traditionen, die sie weit über die Rolle bloßer Gegner hinausheben. Sogar in Shadowrun tauchen Orks auf. Dort sind sie Teil der Metamenschen, also keine klassische Fantasy-Rasse, sondern eher eine Art Weiterentwicklung der Menschheit in dieser Cyberpunk-Welt. Sie sind die Homo sapiens robustus. Groß, stark und robust. Oft als Außenseiter dargestellt, aber trotzdem ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Und egal ob DSA, D&D, Shadowrun oder andere Rollenspielsysteme, Orks sind in Rollenspielen fast immer präsent. Mal als gefährliche Gegner, mal als Teil der Gruppe. Immer roh, immer gefährlich, aber eben mit einem Platz in der Welt. In Videospielen, allen voran mit Warcraft, wurde das Bild der Orks dann noch vielschichtiger. Anfangs in Teil 1 und 2 waren sie die bösen Invasoren, dämonisch beeinflusst, grausam und gnadenlos. Aber spätestens mit Thrall wandelten sie sich zu einem stolzen Volk, das für Freiheit kämpft. In Warcraft 3 hatte ich zum ersten Mal selbst das Gefühl, Orks können mehr sein als nur Barbaren, mehr als Kanonenfutter. Und in World of Warcraft wurden sie sogar zu großen Helden. Ich habe selbst unzählige Stunden mit meinen Ork-Charakteren verbracht. Egal, ob man im Tal der Prüfungen faule Pions mit dem Knüppel zur Arbeit bewegt hat, ob man zum ersten Mal den Marsch durch Durotar bestritten hat, um dann schließlich vor den gewaltigen Toren Orgrimmas zu stehen. Durch die Höhlen der Zeit Thrall aus der Gefangenschaft befreit hat oder heute als alter Ork einfach nur in Dornogal an der Schmiede steht. Orks gehören in WoW einfach dazu. Sie sind neben den Menschen
eines der elementarsten Völker in Azeroth. Und mal ganz ehrlich, wer spielt Mensch, wenn man im realen Leben bereits Mensch ist? Aber auch abseits von Warcraft tauchen Orks ständig in Games auf. In The Elder Scrolls werden Orks als Orsimer bezeichnet. Ursprünglich verfluchte Elfen, die durch das Schicksal ihres Gottes selbst verdorben wurden. Sie leben in Clans, sogenannten Strongholds, mit einer klaren Hierarchie. Orks gelten in Tamriel als die besten Schmiede überhaupt, berühmt für ihre schweren Rüstungen und Waffen. Und mit Orsinium haben sie immer wieder versucht, ein eigenes Reich aufzubauen. Doch dies wurde im Laufe der Zeit mehrfach zerstört und erneut aufgebaut. Egal ob als Gegner oder als spielbare Rasse. Die Orks in Elder Scrolls sind ein stolzes, ehrenvolles Volk, das deutlich mehr Tiefe hat, als man auf den ersten Blick vermutet. In Baldur's Gate, basierend auf Dungeons & Dragons, trifft man auf Orks genauso wie auf Halborks, die dort sogar als spielbare Heldenklasse zur Verfügung stehen. Und selbst in anderen Spielen, wie Heroes of Might and Magic, sind Orks fast immer irgendwo Teil einer Armee oder Fraktion. Ganz egal, ob Fantasy-Rollenspiel oder Strategie-Games, Orks sind einfach ein fester Bestandteil der Videospielewelt. Und wenn man all diese verschiedenen Welten nebeneinander stellt, egal ob Literatur, Film, Rollenspiel, Videospiele, dann erst merkt man, wie unterschiedlich Orks dargestellt werden. Und genau das ist das Spannende. Orks sind nicht gleich Orks. Je nach Welt sind sie böse, ehrenvoll, chaotisch oder manchmal auch alles auf einmal. Aber nirgendwo sind sie so verrückt, kreativ und einzigartig wie im Warhammer-Universum. Oder den Warhammer-Universen. Denn hier begegnen sie uns gleich in mehreren Varianten. In Warhammer Fantasy bzw. die Old World, in Age of Sigmar und natürlich in Warhammer 40k. In Warhammer Fantasy kämpfen die Grünhäute einfach, weil es Spaß macht. Der War, ihre kollektive Kampfeslust, ist bei den Grünhäuten das zentrale Antriebsmotiv. In Age of Sigmar heißen sie Orruks, aber im Herzen sind sie noch immer dieselben. Laut, chaotisch und immer auf der Suche nach der nächsten Prügelei. Und im 41. Jahrtausend treiben sie es endgültig auf die Spitze. Orks sind hier eine Symbiose aus Pilz- und Sporenwesen. Sie wachsen praktisch überall, verbreiten sich wie Unkraut und bilden ganze Ökosysteme. Neben den großen Orks gibt es die kleinen Krots, früher auch Gretchens genannt. In 40k stammen sie wie die Orks selbst aus Sporen. In Age of Sigmar dagegen sind es eher die klassischen Goblins. Sie sind klein, schwächlich, feige und ständig die Prügelknaben der Orks. Aber auch unersetzlich, weil sie eben alle Drecksarbeiten übernehmen. Vom Munitionsschleppen bis hin zum Panzer reparieren. Und dann gibt es natürlich auch die Squicks. Verrückte, bissige Kugeln auf Beinen, die genauso orkig sind wie ihre Herren. In 40k entstehen sie aus der Sporenbiologie der Orks. In Age of Sigmar gehören sie vor allem zu den Goblins. Manche werden als Nahrung gezüchtet, andere als lebende Waffen. Und einige sogar als völlig durchgeknallte und wütende Reittiere. Auch innerhalb eines Warhammer-Universums gibt es unterschiedliche Facetten der Orks, was sich im Erscheinungsbild und vor allem in der Kriegsführung zeigt. In Age of Sigmar gibt es vor allem zwei große Stämme, die Ironjawz und die Maw-Piercer. Die Ironjawz erkennt man an ihren gewaltigen gelben Rüstungen. Schwer gepanzerte Krieger mit riesigen Waffen, die sich direkt ins Getümmel stürzen und alles wegmoschen. Die Maw-Piercer oder Cruel Boys hausen in Sümpfen, kämpfen mit hinterhältigen Taktiken, nutzen Giftwaffen und lassen ihre monströsen Bestien für sich wüten. In 40k dagegen sind es vor allem die großen Ork-Clans, die Farbe, Kultur und Stil prägen. Die Goths, schwarz, brutal und überzeugt, dass Nahkampf das einzig wahre ist. Die Evil Suns, rot, schnell, alles dreht sich um Fahrzeuge und Geschwindigkeit. Die Bad Moons, gelb und reich, weil ihnen die Zähne am schnellsten nachwachsen, dazu später mehr. Die Death Skulls, blau, abergläubisch und dafür bekannt, alles zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Blood Axes, die Taktiker unter den Orks, die sogar Tarnkleidung benutzen und mit Menschen handeln. Und die Snakebites, die traditionsbewussten Orks, die Squicks züchten und am ehesten ursprünglich leben. Die Gesellschaft der Orks ist jedoch überall gleich simpel. Je größer du bist, desto mehr hast du zu sagen. Daraus entstehen Anführer mit herrlich absurden Titeln. Vom Boss über den Oberboss bis hin zum Chef-Oberboss. Und ihre Waffen heißen genauso herrlich direkt.
Spalter, großer Spalter, Knarre oder einfach nur Wumme oder fette Wumme. Orks sind nicht subtil, sie nennen Dinge einfach so, wie sie sind. Das macht auch selbst beim Lesen der Datenprofile oder Regeln schon gute Laune. Die Einheitenzusammenstellung, ein Boss, 9 bis 19 Boys, der fette Spalter und die Knarre des Bosses können durch einen Kombischießer und eine Handwaffe ersetzt werden. Genial! Größere Bosse in Mega-Rüstungen heißen Megabosse. Eine Einheit Ork-Boys mit Flammenwerfern? Brenner. Gruppieren sich Orks mit schweren Waffen zusammen, nennt man sie Panzerknacker. Das ist einfach nur herrlich. Erwähnenswert ist auch der Glaube der Orks, der so stark ist, dass er die Realität verändert. Wenn etwas rot bemalt ist, ist es schneller. Gelb explodiert natürlich besser, weiß man ja. Blau bringt Glück, schwarz ist die Farbe der Bosse und lila, naja, lila ist unsichtbar, weil man es halt nicht sieht. Und am Ende gilt sowieso, grün ist die besteste Farbe. Als Währung verwenden Orks Zähne, entweder die eigenen oder die der verkloppten schwächeren Boys. Weil ihre Zähne nachwachsen, haben sie so eine endlose biologische Währung. Bei den Bad Moons wachsen die Zähne am schnellsten nach, weshalb sie die reichesten und angeberischsten Orks sind. Die Ork-Kultur ist brutal, chaotisch und gleichzeitig unfassbar komisch. Sie schreien Merdaka und schrauben noch mehr Waffen auf ihre Fahrzeuge. Sie bauen Panzer, Flugzeuge und Kanonen aus purem Schrott oder auch gigantische Kampfläufer als Ebenbild ihrer Gottheiten Gork und Morg, die sich übrigens prima ergänzen. Denn Gork ist brutal, aber schlau und Morg ist schlau, aber brutal. Jeder Tech-Priest des Mars fragt sich, wie diese gigantischen wandelnden Schrottberge überhaupt funktionieren können. Bei Orks ist das relativ simpel. Weil sie alle gemeinsam fest daran glauben, funktionieren diese Dinge auch. Und dann gibt es die großen Anführer. Allen voran Gashgul Mag Uruk Draka, der große Prophet des Mor, die größte Legende des 41. Jahrtausends. Gashgul hörte die Stimme von Gork oder Morg nach einem Kopfschuss durch einen Bolter. Diese Stimme gab ihm dann seine Mission und seitdem sieht er sich als Prophet des Mor. Gashgul ist der Chefoberboss, der verschiedene Orkstämme für gigantische Schlachtzüge vereint. So führte er die Orks in den legendären Kriegen von Armageddon, wo er auf niemand Geringeren als Kommissar Jarek traf. Diese Rivalität, der fanatische Imperiale gegen den größten Chefoberboss, ist eine der bekanntesten Storys im gesamten Warhammer-Universum. Im Zweiten Krieg um Armageddon verlor Kommissar Jarek im Kampf gegen die Orks einen Arm und ersetzte ihn kurzerhand durch eine Ork-Klaue, die er einem Boss abnahm. Das machte ihn für die Orks noch furchteinflößender. In mehreren Duellen trafen er und Gashgul immer wieder aufeinander. Die feigen Menschlinge behaupten natürlich, dass Gashgul mehrfach entkam, obwohl Jarek ihn fast besiegt hätte. Aber darin sieht man einfach nur die Feigheit der Menschen. Nichtsdestotrotz ist Jarek vermutlich der einzige Mensch, der von den Orks mit einer gewissen Art von Respekt betrachtet wird. Eines ist auf jeden Fall absolut klar. Orks gewinnen immer. Selbst wenn sie verlieren sollten, haben sie gewonnen. Denn jeder Ork kennt die Weisheit. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir. Wenn wir sterben, gewinnen wir auch, weil wir tot sind und nichts mehr zählt. Und wenn wir fliehen, dann kommen wir zurück und gewinnen später. Und genau das alles macht Orks so einzigartig. Die grüne Flut ist gleichzeitig Bedrohung, Comedy und Chaosfaktor. Im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen kämpfen sie nicht für Ehre, Gold, Ideologie, ein größeres Wohl, was auch immer. Nein, sie kämpfen einfach, weil ihnen Kämpfen Spaß macht. Und ich bin sicher, diese Einstellung macht sie auch zu dem glücklichsten Volk in den Warhammer-Universen. Diese Ork-Mentalität ist nicht nur auf dem Spielfeld und in der Lore so fantastisch, sondern kann auch auf dem Bastel- und Maltisch so unglaublich befreiend sein. Und das ist der Aspekt, der mir persönlich beim Gedanken an Orks am meisten bedeutet. Orks durchbrechen Perfektionismus im Hobby und stellen den Spaß in den Vordergrund. Und ganz ehrlich, das war für mich nicht immer so. Meine allerersten Orks habe ich als junger Kerl in der Starterbox der 2. Edition bemalt. Aber damals war das noch ganz verbissen. Ich habe versucht, sie so sauber und ordentlich wie möglich zu bemalen, so wie die Space Marines. Das Ergebnis war, sagen wir mal, nicht besonders orkig, charakterlos, farblos, langweilig. Und das auch unabhängig von den natürlich viel schlechteren Malskills damals. Über sehr viele Jahre hinweg hatte ich dann überhaupt kein Interesse mehr an Orks. Bestimmt mehr als 10 Jahre lang nicht. Bis meine Frau sich irgendwann eine Fraktion für Warhammer 40k ausgesucht hat.
Ihre Wahl fiel sofort auf Orks. Für sie waren Space Marines ohnehin nur langweiliger Mist. Und als ich dann gesehen habe, wie viel Spaß sie allein schon beim Bauen hatte und dann auch noch beim Bemalen, war ich einfach baff. Sie hat zum Beispiel eine Einheit Nobs bemalt und jeder Nob hatte eine andere Hautfarbe. Orks ohne grüne Haut, für mich damals unvorstellbar. Ihre Story für diese Nob-Einheit war, dass jeder dieser Orks aus einem komplett unterschiedlichen Clan, fremden Welten kam und es war dann wirklich ein brutal bunter Haufen. Und das sah genial aus. Und ich weiß noch, wie ich da saß, meine Ultramarines bemalte, die Miniaturen anschaute und dachte, verdammt, eigentlich bin ich da jetzt schon neidisch. Ein paar Jahre später habe ich dann tatsächlich meine eigenen Orks gebaut und bemalt. Und das war ein echter Befreiungsschlag. Ich hatte jahrelang fast ausschließlich Space Marines bemalt. Und wenn ich in andere Armeen abdriftete, habe ich diese genauso angemalt wie Space Marines. Alles musste sauber, ordentlich, uniform sein. Jede Linie musste stimmen. Und das setzte mich auch selbst unglaublich unter Druck. Vor allem, wenn man kein Profi-Miniaturenbemaler ist. Jeder falsch gemalte Pinselstrich war wie ein Stempel des Versagens in meinem Hobbytagebuch. Bei Orks war das plötzlich komplett egal. Schiefe Linien, krumme Zähne, schmutzige Klamotten, das wirkt bei Orks nicht wie Fehler, das wirkt orkig. Unterschiedliche Brauntöne für die Hose oder mal eine Hose in Grau, mal in Schwarz. Schrille Jacken, ein Mix aus Mustern, Tarnflecken und Rost. Je verrückter, desto besser. Orks sind farbenfroh und chaotisch. Und genau das macht sie so befreiend. Das gilt auch fürs Basteln. Orks sind die besten Miniaturen für Kitbashing, ausprobieren, drauf losbasteln. Alles, was man an Bits, Resten oder Schrottteilen findet, kann man irgendwie verwerten. Ein Panzer aus Ersatzteilen, eine Kanone aus Plastikröhren, eine Barrikade aus Pappe. Alles passt ins Bild, solange es grob zusammengeschraubt wirkt. Und wenn es ein bisschen schief oder krumm aussieht, dann ist es erst recht perfekt für Orks. Bei keiner anderen Armee fühlt sich Improvisation so richtig an wie bei den Orks. Für mich persönlich waren Orks fast wie eine Art Medizin im Hobby. Denn auch beim Malen sind Orks so viel entspannter, haben mir die Augen geöffnet. Seitdem nehme ich es auch bei anderen Miniaturen und Armeen gar nicht mehr so ernst. Wenn man Lust hat, probiert man einfach neue Farben aus. Wilde Muster, Techniken, die Spaß machen. Nichts muss wirklich exakt sein, es muss nur orkig sein. Das nimmt unglaublich den Druck, dass jedes Modell perfekt aussehen muss. Und genau deshalb macht es so viel Spaß, Orks zu bemalen. Für mich war das wirklich ein Moment, in dem das Hobby auf eine neue Stufe gehoben wurde. Weg vom Perfektionismus hin zu Kreativität, Freiheit und echtem Hobbyspaß. Bei Orks kannst du dich austoben, ausprobieren, Fehler machen und am Ende sieht es trotzdem oder gerade deswegen fantastisch aus. Und genau deshalb sage ich, Orks sind nicht nur auf dem Spielfeld die Besten, sie sind es auch auf dem Mal- und Basteltisch. Und genau das will ich euch auch diesen Oktober zeigen. Dies war das erste von mehreren Videos, die ich für den Oktober 2025 geplant habe. Alle werden sich um Orks drehen, aber jedes Mal aus einer etwas anderen Perspektive im Hobby. Schon die Ideensammlung und Vorbereitung hat riesigen Spaß gemacht und ich freue mich darauf, euch in den nächsten Wochen nach und nach weitere orkige Videos präsentieren zu können. Also, bleibt dran, es wird laut chaotisch und natürlich richtig grün. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, warum Orks für euch die besten sind. Oder welche orkigen Ideen ihr selbst schon umgesetzt habt. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von meinem Hobbykram zu sehen, dann abonniert den Kanal. Das freut mich, das motiviert mich und gibt mir die Energie, weitere Videos zu machen. Gerade als kleiner Hobbykanal sind eure Likes, Kommentare und Abos viel, viel wert. Ich danke euch fürs Zuschauen und dranbleiben. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.